Was erwartet dich in diesem Video? Nun, du wirst Fakten über Greifswald kennenlernen, du wirst einen kleinen Hafen sehen und du wirst eine Zugbrücke sehen, wie es sie in Deutschland wahrscheinlich nur dieses eine Mal gibt. Es ist der 24.08.2024 und ich berichte heute von meinem Besuch in Greifswald. Ja, diesmal hatten wir echt Glück mit dem Zug. Die Toiletten haben funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, denn dazu habe ich schon mal einen kleinen Short gemacht. Und nach 2,5 Stunden haben wir Greifswald erreicht. Und, oh ja, nee, den haben wir dort allerdings nicht getroffen. Ich glaube, das ist auch besser so. Ja, wir sehen hier die Innenstadt von Greifswald, einen kleinen Teil davon. Ja, die Shoppingmeile kann man fast schon sagen. Und ja, uns hat so ein kleiner Hunger gepackt und ja, deswegen werden wir jetzt in die nächste Bäckerei gehen und ja, was ich mir da gegönnt habe, ja, das könnt ihr jetzt natürlich hier direkt sehen. Und dann werden wir direkt weitergehen. Dann seht ihr jetzt einen weiteren Teil der Innenstadt. Greifswald ist ja nicht allzu groß, muss man dazu sagen. Ja, den Markt haben wir leider nicht aufgenommen. Und wir begeben uns jetzt zum kleinen Hafen und natürlich seid ihr auch mit dabei. Ja, jetzt haben wir den Hafen erreicht und ja, wie man sieht, ist es ein ziemlich kleiner Hafen. Und die Besonderheit dabei ist allerdings, dass das auch ein Museumshafen ist. Das heißt, es gibt ja ein Museum, da kann man sich halt so alte Schiffe anschauen. Das haben wir jetzt allerdings nicht gemacht, deswegen kann ich davon keine konkreten Bilder zeigen. Ja, dann sind wir auf dem Weg zum Yachtzentrum, von dem ich gleich noch die Karte einblende. Ja, so ein paar größeren Schiffen begegnet, die dort anscheinend gelagert oder gebaut werden. Und ja, die könnt ihr dann auch kurz einmal sehen. Ja, und dann sind wir noch auf so seltsame Gebäude gestoßen. Ja, bei diesen Gebäuden haben wir herausgefunden, dass es sich um Sloops handelt. Das sind ja so kleine Häuschen, wie man sieht. Da sind halt 1, 2 Betten wahrscheinlich drin. Wir konnten jetzt nicht reinschauen. Also ein Bett auf jeden Fall, denn es sind Übernachtungsmöglichkeiten ohne Toilette. Die ist extra, wie man ja auch auf dem Schild WC gut entnehmen kann. Und an der Stelle würde mich mal interessieren, ihr Lieben, habt ihr schon mal in so einem Sloop übernachtet? Und wie ist das eigentlich so? Denn wir haben uns die Frage gestellt, ist das besonders im Sommer nicht extrem heiß in dem kleinen Teil? Das wäre dann ja nicht so eine schöne Nacht, würde ich mal sagen, ne? Ja, dann sind wir nach Wiek weitergefahren und dreimal dürft ihr raten, was haben wir dort als erstes getan? Natürlich geschleppt. Wie ihr seht, sind wir hier am Strand von Wiek angekommen. Wir haben hier von Greifswalder Bahnhof so um die circa, naja, so eine halbe Stunde mit dem Bus gebraucht. Der Bus fährt dann direkt dorthin und dann von der Bushaltestelle läuft man noch ein paar Minuten, so vielleicht 10 Minuten oder so. Also sehr gut zu erreichen. Ja, wie ihr seht, ist der Strand relativ leer, wo wir an dem Tag um die 30 Grad hatten. Es ist jetzt auch nicht so ein Strand, wie man sich das so vorstellt, wie in der Nordsee oder an der Ostsee, wo man wirklich weite Sandstränge hat. Es ist ja alles etwas kleiner. Doch trotzdem kann man hier schön baden. Das Wasser ist auch sehr klar. Da haben wir dann halt ein wenig gechillt. Dann sind wir zurückgegangen und ja, was haben wir gemacht? Ja, natürlich wieder geschlemmt. Was sonst? Man muss ja dafür sorgen, dass der Bauch immer fetter wird, oder einfach nicht? Und dann haben wir noch ein wirkliches Highlight gesehen. Und das ist diese Holzzugbrücke, die ihr hier seht. Die wird noch manuell betrieben und geöffnet, damit die Schiffe durchfahren können. Und das ist wirklich was sehr Seltenes in der heutigen Zeit. Heutzutage wird ja fast alles automatisiert und so weiter und so fort. Und hier legen Menschen wirklich noch Hand an und öffnen diese Brücke mit der Hand. Ja, als wir zurückkamen, war sie allerdings schon offen, deswegen konnte ich das nicht filmen, aber ich habe gefilmt, wie sie wieder zugemacht wird. Da sieht man deutlich, dass das manuell erfolgt.
Dann sind wir wieder zurückgefahren nach Greifswald, haben hier noch die süße Greifswalder Katze getroffen und dann ging es zurück nach Berlin. Was kann man als Fazit zu diesem Ausflug in Greifswald sagen? Lohnt es sich für dich, nach Greifswald zu fahren? Es kommt ganz drauf an, wie du tickst. Wenn du Ruhe, Idylle magst, dann bist du in Greifswald sehr gut aufgehoben. Wenn du entspannen möchtest von der Großstadthektik, dann bist du in Greifswald gut aufgehoben. Wenn dir ein kleiner Strand genügt, wo überschaubar viele Menschen sind, gut, das mag natürlich auch variieren, keine Frage, dann bist du in Greifswald genau richtig. Wenn du allerdings Action liebst, wenn du Trubel brauchst, dann würde ich dir eher ein anderes Reiseziel empfehlen.